jetzt sind wir hier bei den, ja, das sind die Talkback-Mics. Das heißt, später wird hier der Bassist oder Gitarrist stehen und auf der gegenüberliegenden Seite ist das gleiche nochmal. SM58, stinknormales Live-Mikrofon, kennt jeder. Und es dient einmal als Talkback-Mikrofon, das heißt, ich kann mit den beiden sprechen, aber ich werde es auch das komplette Signal mit aufnehmen als Trash-Mic wieder, weil die Drums werden auf jeden Fall zu hören sein, überall hier. Und wer weiß, vielleicht klingt es ganz gut, dann kann man das mitnehmen. Oder auch eben nicht. Wahrscheinlich wird der Gitarrist, der auch Sänger ist, der wird gleichzeitig auch Gesang mit aufnehmen. Der wird zwar nicht gegen das Drumset ankommen, aber das Signal haben wir dann schon mal als Guideline auch ein bisschen drauf und damit die ganze Band einfach besser spielen kann zusammen. Und das ist ja auch das Ziel, dass das Live-Feeling einfach rüberkommt. Und genau, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt gehen wir direkt rüber in die anderen eigentlichen Room Mics. Und dann gehen wir mal gerade rüber. So, und die sind hier. Hier hört man auch, hier ist ein bisschen mehr, das wird auch jetzt auf der Aufnahme so sein, dass ein bisschen mehr Hall in dem Raum ist. Das ist jetzt ein separierter Raum. Wir lassen dann später auf der Aufnahme die Tür auf. Und ist jetzt hier ganz normal HB-Mikrofonierung, einfach links, rechts. Und wir haben einen Stereoraum, all das, was hier ankommt an den Drums. Und hier wird man dann auch hören, dass die Snare, hauptsächlich die Snare und die Becken dann zu hören sind, aber die Snare halt diesen Durchschlag hat und dass der Raum einfach länger klingt, wenn es hier ist. Und das wollen wir eigentlich haben, dass wir das mal dazu schieben dann und gucken, ob der Raum zu dem Song passt. Kann ja auch wieder sein, es passt nicht. Deswegen, man muss immer probieren, man muss viel experimentieren. Es klappt nicht immer alles genau so, wie man sich das vorstellt. Und das werden wir am Ende dann entscheiden, ob das passt oder nicht. Das sind hier ganz normale Vocal-Kondensator-Mikrofone, Großmembran MXL 2001. Das ist auch ein günstiger Hersteller von Mikrofonen, aber dieses spezielle Modell seltener zu finden. Das 2001er Modell war das beste Modell, was die gebaut haben und ist ein wirklich hervorragendes Mikrofon. Wenn ihr das kriegen könnt, für 80 € bei eBay Kleinanzeigen kaufen. Sehr gutes Mikrofon, auch für Vocals und für viele andere Anwendungen. Ja, dann wollen wir einfach mal schauen, wie der Raumsound später hier klingt. Jetzt würden wir dann weitergehen zu den Gitarrenamps, zum Bassamp, der ist im Extra-Raum und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie schon gesagt, gehen wir jetzt zu den Gitarren und Gitarrenamps, wie wir das mikrofoniert haben. Und gehen dazu mal hier in den nächsten Raum. Ja, die Band benutzt hier einen Marshall- und Diesel-Top-Teil. Lautsprecher sind zwei 412er Boxen mit jeweils zwei unterschiedlichen Mikrofonen. Zweimal ein Sennheiser E906 und zweimal SM57. Die 412er Boxen sind vielleicht ein bisschen überdimensioniert für die Aufnahme. Eine 10er oder eine 12er reicht vollkommen aus. Aber das ist nun mal der Sound der Band und deswegen arbeiten wir damit. Von der Klangfarbe her muss man probieren, was man hören will. Die Mikros haben wir sehr nah am Speaker platziert, um halt wenig Raumsound drauf zu bekommen. Das machen wir dann alles später mit Effekten und so weiter. Tendenziell kann man aber sagen, je weiter ich von der Kalotte weggehe, umso dunkler wird der Gitarrensound. Gehe ich weiter zur Mitte des Speakers, umso heller wird der Sound. So, der Bass wird klassisch auf dem Klo aufgenommen, wie im Capital B Studio. Ist tatsächlich kein Witz, wird so gemacht. Der Raum ist komplett gefliest bei uns und macht einen interessanten Sound. Verwendet haben wir hier zwei Signale, DI-Signal und hier am Amp ein Electro-Voice ND68 Bassdrum-Mikrofon. Das ist eigentlich für die Bassdrum gemacht, nimmt aber auch sehr schön mittigere Frequenzen auf. Es spielt also ein bisschen höher in dem Frequenzbereich und da kommt halt auch der ganze Charakter von dem Amp und von dem Bass zur Geltung. Ja, das DI-Signal, das nutzen wir für die sehr tiefen Frequenzen vom Bass und das Amp-Mikrofon benutzen wir für den Charakter, dass sich das auch im Mix dann später besser durchsetzt und dass man dann die Artikulation von dem Fingern besser hört. Ja, hier sehen wir die Band im Live-Recording, wie das Ganze stattgefunden hat. Die Band hat auch Spuren mitgebracht, um dann auf dem Kopfhörer schon
eine gewisse Guideline zu haben und dann besser spielen zu können. Das lief auch sehr rund. Kann ich auch nur empfehlen, die Spuren mitzubringen. Das ist sehr gut. Und später werden wir dann die Overdubs machen. Das heißt, dass wir dann die Einzelinstrumente, wenn was jetzt nicht gestimmt hat, das nochmal nachspielen und auch Dopplergitarren und so weiter. Aber das erklärt sich von selbst, dass man das nicht alles immer live machen kann. Der Kopfhörersound wird von der Regie aus gemacht. Da kann ich auch Feineinstellungen nochmal vornehmen. Jeder Künstler kann auch bei uns selbst sich seinen eigenen Sound zumischen, aber ich habe dann nochmal besser den Überblick und kann dann Rücksprache mit dem Künstler halten. Ja, wir versuchen alles ja quasi den Mix schon so zu machen, dass es bei der Aufnahme möglichst schon so klingt wie das finale Material. Deswegen, ich sitze dann drüben im Raum und mache dann noch Einstellungen am Kompressor, EQ-Einstellungen und Gain-Staging und so weiter. Und da werden dann noch die Anpassungen vorgenommen. Hier sind wir beim Overdubbing. Overdubbing ist ja jetzt nicht nur fehlerhaft gespielte Passagen, sondern da kann man auch Ideen umsetzen, die man einfach live nicht spielen kann, weil man ja nur 2 Hände hat. Kann man dann beim Overdubbing noch dazu bauen und so kleine Phrasen und Extrateile einfach. Und das haben wir jetzt hier gemacht. In erster Linie ist es wichtig, dass die Künstler sich wohlfühlen bei der Arbeit, dann geht das wie von alleine. Hier können wir jetzt auch mal reingucken in den nächsten Szenen, so ein kleiner Ausschnitt, wie das bei uns abläuft. Ja, hier die Mikrofonierung von der Akustikgitarre ist hier wieder ein KSM 137 auf einen 12. Bund ungefähr gerichtet. Monomikrofonierung, damit sich das auch im Mix besser durchsetzt, gerade bei so einer Produktion, wo viele E-Gitarren sind, setzen sich Monosignale einfach besser durch und ja, das haben wir so gemacht. Um den Sound wieder so final zu bekommen wie beim Mix, wird hier vor der Aufnahme dann schon so eingestellt, dass es wieder nah an das Endergebnis rankommt, dass die Gitarre schön sauber ist und vielleicht eine leichte Kompression drauf und dann wird aufgenommen. Ja, ich denke so können wir es mal probieren. Ich sitze hier und warte auf dich. Ich sitze hier und warte, doch du kommst nicht. Fang an zu träumen, wie es früher war. Doch nicht ja, in der digitalen Welt können wir natürlich so viel Spuren aufnehmen, wie wir wollen, und das haben wir auch hier getan und können dann später zusammen mit den Musikern entscheiden, welche Takes dann genommen werden.